So, if we look at the 5 books again, Wenn wir uns nochmal die ersten 5 Bücher anschauen, first speaks about creation, the beginning, and then Exodus about the liberation, new identity. erst geht es um Schöpfung, um den Ursprung, danach um die Befreiung. And basically they are set on track to what will then be worked out by Joshua and his friends. Da werden sie dann in die richtige Richtung losgeschickt und in das hinein, was dann Josua und seine Freunde wirklich erreichen. Then we have our famous handbook about the sanctuary. Dann haben wir die Gebrauchsanleitung für die Stiftshütte, About how to become and how to stay holy. wie sie heilig werden können und wie sie heilig bleiben können. In its limited sense, of course, that is changed again as we have seen in Hebrew. Natürlich in der damaligen begrenzten Weise, was sich dann, wie wir im Hebräerbrief gesehen haben, mit Jesus verändert. Okay. Then Numbers basically speaks about the people, those who are rebellious, first census, and those who are a bit more obedient, second census. Und dann in 4. Mose sehen wir das Volk. Wir sehen das Volk, das rebelliert, das rebellisch ist, das sehen wir in der ersten Zählung, und dann in der zweiten Zählung das Volk, das ein bisschen mehr gehorcht. And obviously that leads into Deuteronomy, which is basically Moses' final speeches. Und das bringt uns zu 5. Mose, was im Prinzip Mose Abschlussreden sind. So it's mainly he who is talking in there. Hauptsächlich ist es Mose, der da spricht. Including his song at the end, which probably was more like a rap or something. Mit seinem Song am Ende, was wahrscheinlich mehr wie ein Rap aussah. Also, they don't have very melodious songs, it's more spoken songs. Denn sie hatten damals nicht so melodische Lieder, sondern es ist mehr so ein gesprochener Liedtext. And the issue in Deuteronomy is obedience. Und das Thema in 5. Mose ist Gehorsam. Moses challenges them to be and stay obedient. Mose fordert sie heraus, gehorsam zu sein und gehorsam zu bleiben. And at the end of the book he says several times, no, you cannot do it. And they say, yes, we want. And they say, no, you cannot do it. Am Ende des Buches sagt er mehrmals, ja, aber das könnt ihr nicht. Und sie sagen, aber wir wollen es. Und er sagt, ja, aber das könnt ihr nicht. So he's really cheering them up in a way to try it as hard as they can to be obedient. Feuert sie also quasi an, so stark er es kann, dass sie gehorsam sein werden. And that leads now into Joshua. Und das bringt uns jetzt noch zu Josua. Now, Joshua is, as we saw, part of the early prophets. Wie wir gesehen haben, ist Josua Teil der frühen Propheten. So we have these, in Jewish mind, 4 books. In our mind, it's 6. Also nach jüdischem Denken sind das 4 Bücher, bei uns sind es 6. So they kept them together, first and second, always as one scroll or one book. Wir haben erste und zweite jeweils gemeinsam behandelt als ein Buch oder eine Schriftrolle. Sometime in their history they even had Samuel and Kings as one book, but it wasn't really practical, so they separated them again. Teilweise in ihrer Geschichte halten sie sogar erste und zweite Könige als ein Buch, aber weil das dann nicht so praktisch war, haben sie das wieder getrennt. For them it's 4 books, okay? Also für die Hebräer oder für die Juden sind es insgesamt 4 Bücher. And if you look at where the books, first and second, where they break, it really makes sense, because somehow it's strange where it changes from first to second Kings, for example. Und wenn man sich mal anschaut, wie hier zum Beispiel Übergänge von einem Buch zum anderen sind, dann scheint es auch sinnvoll, sie zusammenzubehalten. Die sind nicht so ganz logisch. Yeah, it would have been nicer to break it a few chapters earlier or 2 or 3 chapters later, then it would be logical. Um die Logik voneinander zu treffen, da hätte die Trennung ein paar Kapitel früher oder später besser gepasst. Okay, so it's almost like someone had a long scroll and somewhere they cut it apart. That's it. Fast so, als hätte jemand eine Schriftrolle, die war ein bisschen zu lang, also hat es einfach irgendwo zerschnitten. So, if we look at those books, what do they emphasize? Wenn wir uns diese Bücher anschauen, was wollen sie rüberbringen? In Joshua, practically they get the land. In Josua ist es ganz praktisch, sie bekommen das Land. In terms of spiritual meaning, they finally can rest. Und im geistlichen Sinn können sie endlich zur Ruhe kommen. So the land is not just the purpose of the book. The rest in the presence of God in a secure place, that is the purpose of the book.
Land an sich ist nicht der Zweck des Buches, nicht der einzige Zweck, sondern dass sie zur Ruhe kommen in der Gegenwart Gottes. Das ist, worauf das Buch hinaus. And Joshua uses that word several times. We find that several times, that the Lord gave them rest. Josua benutzt dieses Wort mehrmals. Im Text finden wir das immer wieder. Der Herr gab ihm Ruhe. And it seems to be a very important theological concept because it's used throughout the Bible, even into Revelation. Und das scheint ein sehr wichtiges theologisches Konzept zu sein, weil es öfters in der Bibel eingesetzt wird, bis hin zur Offenbarung. So to enter that rest with God, to be able to relax in the presence of God. Diese Ruhe mit Gott einzutreten, mit Gott sich zu entspannen. In Judges, basically what they get is saviors. Im Buch Richter, was sie da im Prinzip bekommen, sind Retter, Because what they produce is a mess. denn was sie selbst produzieren, ist ein Durcheinander. They constantly forget about God and they turn away from Him and so on. Immer wieder vergessen sie Gott, sie wenden sich ab von ihm und so weiter. They get under pressure from surrounding people groups. Kommen sie unter Druck von den umliegenden Nationen. And eventually the pressure is so great that they call to God and He sends them a Savior. Bis der Druck so stark ist, dass sie zu Gott ausrufen und er ihnen einen Retter schickt. And then they are fine for a few years or 40 years or so, but it turns again. Dann geht es ihnen ein paar Jahre gut, vielleicht auch mal 40 Jahre, aber dann wendet sich das wieder. Okay. But they have something or someone as almost like an institution. Aber sie haben etwas oder jemand fast schon als Institution. They learn that when there is trouble, we can ask God and He will send someone to help us. Sie begreifen, wenn wir Probleme haben, wenn Not am Mann ist, dann können wir zu Gott rufen und er wird jemanden senden, der uns hilft. Now that sounds awfully like the gospel. Das hört sich ganz stark nach dem Evangelium an. When we're in trouble and we realize it, we can call to God and He sends someone to help us. Wenn wir in Not sind und es spüren, es merken, dann können wir zu Gott ausrufen und er sandte jemanden, um uns zu helfen. And He will provide us with someone who keeps us out of the mess. Und Gott schickt uns jemanden, der uns aus unserer Not, aus dem Durcheinander herausholt und heraushält. And that would be the Holy Spirit today. Heutzutage ist das für uns der Heilige Geist. For them it was Judges, a period that was well and then somehow it changed again and they had to start over. Für sie damals waren es die Richter. Also es gab immer mal wieder eine Zeit, da war alles gut. Und dann hat sich das verändert und sie mussten wieder von vorne anfangen. Okay. So that would be with Judges. Also das sehen wir bei Richtern. Samuel is the last judge. Samuel ist der letzte Richter. So that's how the book begins, with him here. Und so beginnt das Buch mit ihm hier. And the people want a king like everybody else. Und das Volk will einen König, genau wie alle anderen. And Samuel is not really happy about it because that means he loses his job. Samuel ist nicht so erfreut darüber, das bedeutet, er wird seinen Job los. So there is an argument between Samuel and God. No, you cannot give them a king. And God says, oh, okay, I will give it to them. Und dann kommt es zu einer Diskussion zwischen Samuel und Gott, wo Samuel sagt, du kannst ihnen noch keinen König geben. Und Gott schlussendlich sagt, okay, ich gebe ihnen einen. And Samuel's opinion on that is very clear. He doesn't like it. Aber es kommt ganz klar rüber, was Samuels Meinung davon ist. Er findet es nicht gut. But he's obedient. Aber trotzdem ist er gehorsam. And that's still the theme in those books, obedience. Und dieses Thema zieht sich immer noch durch diese Bücher, der Gehorsam. Okay. Now, he gives them a king. The first one is kind of not really the bright success. Er gibt ihnen einen König, der erste ist jetzt nicht so der volle Erfolg. But it's okay for a start. Aber okay, das hat And Startschwierigkeiten. then it goes wrong, and then they get another king, David, who is the king. Also am Anfang läuft es noch okay und dann wendet er sich in die falsche Richtung ab und dann gibt Gott ihnen einen König, das ist der König David. And spiritually and in terms of following God, David is the example in the Old Testament. Was das Geistliche angeht, dass Gott nachfolgen ist, David der König im Alten Testament. Well, he started off as an adulterer and murderer. Okay, that's a bit strange. Okay, am Anfang war er dann auch Ehebrecher und Mörder, das ist ein bisschen komisch. But God could make something out of him, apparently.
scheinbar konnte Gott etwas aus ihm machen. So there is reason for us to hope as well. Es gibt also auch genügend Grund für uns zu hoffen. No matter what the starting point is, God can do something with that. Egal, wie der Startpunkt aussieht, Gott kann etwas damit anfangen. Okay. So we have the kings, and that establishes into a place of permanent worship, the temple. Wir haben die Könige, daraus folgt dann ein ständiger Anbetungsort, der Tempel. So in general, if we look at that period where until the temple, that's chapter 11 in 1 Kings. Im Allgemeinen, wenn wir uns diesen ersten Teil anschauen bis zum Tempel, das ist Kapitel 11 in 1. Könige, General direction is upwards. geht es allgemein so nach oben. Okay, now with the judges you see that it's like they crossed the Alps into Italy, so it's up and down all the time. Bei den Richtern, ihr seht das, sieht es aus wie wenn man über die Alpen nach Italien fährt, immer hoch und runter. But still, in general, they can keep the land and so on, it goes upwards. Aber sie behalten das Land und allgemein geht es weiterhin nach oben. The people responsible are obviously Joshua in the first book, Die verantwortlichen Personen sind natürlich Josua im ersten Buch. and they had a major influence on the development of the history of the people. Und die Leute, die Leiter, die hatten einen riesigen Einfluss auf die Entwicklung des Volkes. Then we have the various judges. Some of them are apparently quite nice guys, and others some weird guys. Dann haben wir die ganzen Richter, manche davon scheinen gute Jungs zu sein und manche echt komisch. And one lady, part of it as well. Und dann auch eine Frau. Not the majority, at least in these stories. Das ist sicherlich keine Mehrheit in diesen Geschichten. And then we have, of course, Samuel, who is the last judge who makes the transition to Saul as the first king. Und dann haben wir Samuel als letzten Richter, der diesen Übergang zu Saul als ersten König leitet. And then David, who prepares everything, and Solomon, who executes until they have the temple. David, der dann alles vorbereitet, und Salomo, der das ausführt, bis sie tatsächlich ihren Tempel haben. Ja. Was ist das denn für eine Zeitspanne? Das kommen wir auf den nächsten PowerPoint. Das ist sehr wichtig. The question was, what's the time frame? And that's exactly what I want to look at right away, because it's very important. Die Zeitspanne ist sehr wichtig, die schauen wir uns auf der nächsten Folie an. Okay, so we'll get to it. Now, everything looks great, Alles sieht gut aus. but Samuel has a son. His name is Rehabiam. Salomo hat einen Sohn und sein Name ist Rehabiam. And everything goes wrong with that guy. Und alles läuft falsch mit diesem Kerl. So they have the kingdom, they have the temple, they have Jerusalem, they are stable and everything. Sie haben einen König, sie haben Jerusalem, sie haben den Tempel und alles ist stabil. And then Rehoboam thinks, I'll do it differently. Und dann denkt sich Rehabiam, ich mache das anders. And everything goes down the drain. Und alles geht das Klo und Yeah. So, what they got here until 1 Kings 12, they lose in the rest of the book. was sie hier erreicht haben, bis 1. Könige 12, das verlieren sie wieder im Rest des Buches. And instead of the blessing, what they get is the curse. Und statt des Segens erhalten sie nur Fluch. They are, in general, more obedient in the first part and totally disobedient in the second part. Also some exceptions. Allgemein gesehen sind sie im ersten Teil eher gehorsam und dann total ungehorsam im zweiten Teil. Ich glaube immer auch And Ausnahmen. these 4 books together illustrate this principle of blessing and curse. Gemeinsam stellen diese 4 Bücher dieses Prinzip dar von Segen und Fluch. And they challenge the people to remember that they should be obedient and not disobedient. That's the purpose of the books. Und sie stehen da als Herausforderung für das Volk, dass sie gehorsam sein sollen und nicht ungehorsam. Das ist die Absicht dieser Bücher. So at the end, in 2 Kings, there is division. Zum Ende von 2. Könige gibt es Trennung. 2 kingdoms instead of 1. Es gibt jetzt 2 Königreiche statt einem. Well, technically there is only one left of the 2 at the end of the book. Genau genommen besteht am Ende des Buches nur noch eins davon. But at periods of time they are at war with each other, same tribe, same family. Teilweise haben sie sogar Krieg untereinander, dieselbe Familie. At one stage they make an agreement with other nations in the northern kingdom to fight against the southern kingdom. Zu einem Zeitpunkt der Geschichte
verbünden sie sich sogar mit anderen Ländern. Also das Nordreich, das verbündet sich mit anderen Nationen gegen das Südreich. I mean, that's crazy. Das ist voll verrückt. They are one people when they start off, and at the end they are at war. Das ist ein Volk, als es losgeht. Und zum Schluss bekämpfen sie sich. Then they lose everything. Dann verlieren sie alles. They lose the temple, they lose the kingdom, they lose their saviors, they lose the land and the rest. Sie verlieren alles. Sie verlieren den Tempel, das Königreich, die Retter, sie verlieren das Land und damit auch die Ruhe. And they are in exile. Und sie kommen ins Exil. So, whatever God gave them is gone. Alles, was Gott ihnen gegeben hatte, ist weg. All they have is the history, Alles, was ihnen übrig bleibt, ist ihre Geschichte. and out of that, the learning process. Und daraus der Lernprozess. And some people got the lesson. Manche Leute haben die Lektion gelernt. Some people came back after the exile, not all. Manche kehrten zurück nach dem Exil, It nicht was alle. a rather small minority who went back and started again. Es war eine eher kleine Minderheit, die zurückgekehrt ist und nochmal neu angefangen hat. So they understood God gave us everything and we messed it up totally. Sie haben verstanden, Gott hatte uns alles gegeben und wir haben es total hingeworfen. And therefore they said, okay, now let's begin again. Und sie haben dann gesagt, okay, lasst uns nochmal anfangen. And their basic question was, are we still the people of God? Und die Hauptfrage in ihrem Herzen war, sind wir weiterhin Gottes Volk? Does God still want us to stay there and grow and be a people to Him? Möchte Gott weiterhin, dass wir in diesem Land leben und da wachsen und ein Volk für ihn sind? And that is answered in 1st and 2nd Chronicles. Die Frage wird in 1. und 2. Chronik behandelt. So Kings is very negative, it shows what went wrong. Könige ist also sehr negativ, es zeigt, was falsch lief. And Chronicles is very positive, it shows, yes, you still have a reason to hope. Und Chronik ist sehr positiv gestellt. Er zeigt, ja, ihr seid es noch und ihr habt Grund zu hoffen. And basically both books are using the same stories, Und beide Bücher erzählen eigentlich die gleichen Geschichten, but with a total different perspective. aber aus einem ganz anderen Blickwinkel. Okay, so question here is how long, or no, prophets, that's the teaching here, the bottom line. Das ist das, was wir an Lehre rüberkommen. The prophets, including these books, they want to tell the people how they can relate properly to God. Die Propheten, einschließlich dieser 4 Bücher, sie wollen die Leute daran erinnern, wie sie richtig in Beziehung mit Gott leben können. Now, I assume I would not write this lengthy book to make that point. Ich schätze mal, ich hätte nicht so ein langes Buch geschrieben, um diesen Gedanken rüberzubringen. But it's very convincing when you read it. Aber es ist sehr überzeugend, wenn man das alles liest. You see what can go wrong is, what possibly can go wrong is recorded in these books. Alles, was möglicherweise falsch laufen kann, ist festgehalten in diesen Büchern. So we can learn from that. Also können wir was daraus lernen. And of course they as well. Und Sie natürlich auch. Now, time frame. Unsere Zeitspanne. The first part of the Judges is somewhere around 400 years. Der erste Teil, die Zeit der Richter, dauert ungefähr 400 Jahre. So basically Joshua and Judges and the first few chapters of Samuel, we're talking 400, somewhere around 400 years. Also im Prinzip Josuas Zeit, die Zeit der Richter und den ersten Teil von Samuel, das sind etwa 400 Jahre. Now I say somewhere because we're not so sure. Ich sage etwa, weil wir uns da nicht so ganz sicher sind. You looked into the Exodus and so on, did you? Ihr habt euch ja angeschaut mit dem Auszug aus Ägypten. Do you remember when that took place? Wisst ihr noch, wann der datiert ist? There are 2 dates. Yep. There was 1200 BC and the other 1400. Somewhere there, yeah. Es gibt 2 mögliche Datum. Also einmal das erste ist in den 1200 und das andere in den 1400. Yeah. It's not so clear based on the biblical statements and the discoveries made in archaeology and history. Es ist nicht so ganz klar, wenn wir uns anschauen, was in der Bibel dazu steht und andererseits auch die archäologischen Funde. I still think the biblical record is more convincing, but we always have to read it with a question mark. Ich denke immer noch, die biblische Leseweise ist mehr
überzeugend, aber das müssen wir immer mit einem Fragezeichen behandeln. No matter what solution we take, somewhere 1440 or 1250 or 70, it doesn't matter which one we take, we generate problems with the solution. Denn egal für welches Datum wir uns jetzt entscheiden, ob das 446 ist oder 1270, 1250, jedes Mal wird es auch Probleme damit geben. Because some questions come up. Why can it then be this way if it was that long or that short? Immer kommen Fragen auf, ja, wie passt es zusammen, wenn es so lang ist oder so kurz ist? And that's why this period here could be shorter or longer. I think it's more in the range of 400 years. Je nach Datum könnte diese Zeitspanne hier länger sein oder auch kürzer. Ich denke, es war ungefähr 400 Jahre. The trouble is, we don't know how much the judges were overlapping because they were not national judges but only regional judges. Ein Problem ist, wir wissen nicht, wie weit sich die Zeiten von den Richtern überschnitten haben, weil sie nicht ein Richter für die ganze Nation waren, sondern für verschiedene Regionen. We will see that this week. Das sehen wir diese Woche. That is one question that we don't find easy to answer. Das ist eine Frage, die wir nicht so einfach beantworten können. Now, the next period of Saul was about 40 years. Der nächste Zeitraum von Saul war etwa 40 Jahre. And then David and Solomon, again 40 and 40 years, interestingly enough. David und Salomon, das ist interessant, die haben wieder jeweils etwa 40 Jahre. So, we have less text on these 120 years than we have on these 400. Also wir haben weniger Text bei diesen 120 Jahren als jeweils auf die 400. So it's much more space devoted to Joshua and Judges than to the other guys. Aber also es gibt viel mehr Text, der Josua und die Richter beschreibt, als die nächsten Jungs. And I mean, David is so important, we would expect a lot about him, but actually it's not that much. Wenn wir uns überlegen, wie wichtig David ist für die Bibel, dann würden wir erwarten, dass viel mehr über ihn geschrieben wurde, aber es ist eigentlich gar nicht so viel. And then we have the story of the divided kingdom after Solomon. Dann haben wir die Geschichte des geteilten Königreiches nach Salomo. So with his son Rehoboam. Beginnt mit seinem Sohn Rehabeam. The northern kingdom existed for another more or less 200 years. Das nördliche Reich, das dauerte dann noch etwa 200 Jahre an. And the southern kingdom, which would be Jerusalem, Judah, and a bit of the surroundings. Und das südliche Reich, das ist Jerusalem, Juda und ein bisschen die umliegenden Gebiete. Was another 340 years. Die existieren noch für 340 Jahre. Okay. So that is what we find in these books. Das ist der Inhalt, den wir in diesen Büchern finden. Now, that is time-wise very large. Zeitlich sehen wir also viel Zeit. Yeah. And in terms of content, there is an enormous variety. Es ist also eine große Zeitspanne und es ist auch ganz viel Verse Inhalt darin. They are a tribal, nomadic group of people right here at the beginning. Zu Beginn sind sie noch ein Stamm, sie sind noch eine nomadische Volksgruppe. They become a people group that is settled, but without very good structures of government. Dann lassen sie sich nieder im Land, aber haben erstmal noch keine gute Regierungsstruktur. We have one judge who serves more or less as a national judge, that is Samuel. Einer der Richter ist im Grunde genommen ein nationaler Leiter und das ist Samuel. He moves around with the sanctuary in different places. Er zieht umher mit der Stiftshütte an verschiedenen Orten. Mit dem Heiligtum. Of course, he had some people helping him, that's clear. Natürlich gab es noch Leute, die ihm dabei geholfen haben. Das ist klar. But he is trying to help all the regions to have proper words from God. Er versucht, allen Regionen zu helfen, das Wort Gottes richtig zu empfangen. But the people had a rather bad experience with Eli and his sons. Aber die Leute hatten eher schlechte Erfahrungen mit Eli und seinen Söhnen gemacht. And Eli was the teacher of Samuel. Eli war Samuels Lehrer gewesen. So they said, we want a change of system. Deswegen sagte das Volk, wir wollen ein System umstürzen. We want a king, Wir wollen jetzt einen König haben. centralized system. Wir wollen ein zentralisiertes System haben. So they changed to a politically centralized system. Dann kommt also die Veränderung zu einer Zentralregierung politisch gesehen. Now, in Saul's time, this is not very strong.
Zu Sauls Zeit war das noch nicht stark At ausgeprägt. one place they have to go on the field and call him that he plays his role as king. Die mussten ihn mal vom Acker holen, dass er kommt und seine Aufgabe als König war. So he didn't fill that new form very strongly, but David did. Saul hat diese neue Form noch nicht sehr stark ausgefüllt, aber David hat es dann getan. And then Solomon definitely, Und bei Salomo auf jeden Fall. and he filled it a bit too much. Er hat das sogar zu weit It ausgefüllt. resulted in pressure on the people, and they didn't like it. Das führte dann zu Druck auf dem Volk und das gefiel ihnen nicht. So if we read these books, we learn also a centralized system is not the answer. Durch diese Bücher lernen wir also auch, dass eine zentrale Regierung nicht die Lösung aller Probleme ist. And of course we can draw political applications from that even today. Natürlich können wir auch politische Anwendungen daraus ziehen, selbst heutzutage. It usually results in more pressure and control until it becomes too much. Eine zentrale Form der Regierung, die führt normalerweise zu viel Kontrolle und zu viel Druck, bis es zu viel wird. And we can look at that in hundreds of nations around the world Das können wir throughout auch history. in Hunderten von Nationen um die Welt herum beobachten, durch die Geschichte hindurch. So it would need something else, but if we are excluding God, we don't have something else. Es bräuchte eine andere Form und ohne Gott finden wir die nicht wirklich. Okay, so that would be the part of the application side. Das wäre eine mögliche Anwendung, ein Teil der Anwendung. But David and Solomon, they really can strengthen that centralized system, the king who controls things. David und Salomo, sie stärken wirklich dieses zentralisierte System, wo du einen König hast, der alles kontrolliert. And they create a central place of worship. The tabernacle doesn't go to the people anymore, but the people have to go to the tabernacle. Und sie schaffen ein zentralisiertes System der Anbetung. Die Stiftshütte zieht nicht mehr umher zu den Menschen, sondern die Menschen müssen jetzt kommen zum Heiligtum. And now it's not a tent anymore, now it's made in bricks. Und jetzt ist es kein Zelt mehr, sondern ist jetzt mit Ziegelsteinen erbaut und wird zum Tempel. Now, this also creates a problem, Auch das schafft ein Problem, because next generation they separate, denn in der nächsten Generation kommt die Trennung and the guy who leads the northern kingdom, Jeroboam, und der Anführer des Nordreiches, Jeroboam, he's a smart guy. das ist ein cleverer Bursche. He knows, okay, now I have 10 tribes or so, Der versteht das, ich habe jetzt 10 Stämme oder so, but every year they will go 3 times at least to Jerusalem to worship in the temple. aber wenn die jetzt jedes Jahr 3-mal nach Jerusalem ziehen, um dort im Tempel anzubeten, And when they have sinned, which may happen occasionally, und wenn die gesündigt haben, was ja auch ab und zu mal vorkommt, kann, they go to Jerusalem to the temple. dann ziehen die nach Jerusalem zum Tempel. I won't keep these guys like this. So schaffe ich es nicht, meine Jungs zusammenzuhalten. Okay? So he thinks, I make up my own sanctuary. Also denkt er sich, ich schaffe mein eigenes Heiligtum. So he creates one in Bethel at the border to Israel, to the southern kingdom, Er schafft eines in Bethel an der Grenze zum Südreich and one in the very north, in Dan. und eins ganz im Norden seines Reiches in Dan. 2 sanctuaries. Es haben wir 2 Heiligtümer. And since he doesn't have trained priests and scriptures, he has his own ideas how they do it, and it's a mess. Da sie keine ausgebildeten Priester haben und nicht die Schriften befolgen, erfindet er sein eigenes System. Und das ist echt ein Problem. So the northern kingdom kind of starts off deviating strongly from the road. Und das Nordreich weicht damit stark vom Weg ab. Okay. And that is even at work in the New Testament. Etwas, was wir immer noch im Neuen Testament feststellen. That's part of the reason, only part, but still, why the Jews in Jerusalem didn't like the Samaritans. Das ist Teil des Grundes, warum die Juden in Jerusalem die Samariter nicht mochten. Yeah. It's partly rooted exactly in that. Teilweise kommt es genau daher von dieser Geschichte. Because they had their separate religion and they kept it for generations. Weil sie eine unterschiedliche Religion entwickelt haben und die dann auch generationenlang beibehalten haben. And then the Jews in the south said, we have the right one, you have the wrong one, and vice versa. Die Juden im Süden sagten, wir haben die richtige, ihr habt die falsche, aber andersrum genauso. Okay. And they really hated each other. Und sie haben sich echt gehasst. In the year 9, I believe, if I got my dates
correct? 9 our time, after Christ. Im Jahr 9 nach Christus A few Samaritan guys thought, oh, we'll do something funny. haben sich ein paar Samariter gedacht, jetzt